Die Eröffnungsfeier der 33. Olympischen Spiele löste weltweite Empörung aus. Es ist zwar kein Schock mehr, satanische bzw. okkulte Elemente in solchen Shows wiederzufinden. Doch so eindeutig blasphemisch und abscheulich hat man es nicht alle Tage. Für einige war es durch und durch ein satanisches Spektakel. Wir schauen uns an, warum dies behauptet wird. Als erstes sehen wir hier eine grässliche Version des ikonischen Werks Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, welches Christus und seine Apostel darstellt. Die Apostel werden hier dargestellt von provokativen Transvestiten und halbnackten Menschen in hässlichen Kleidern. Die LGBT-Szene wird präsentiert, aus christlicher Sicht eine Sünde. Christus wird dargestellt von einer sehr übergewichtigen Frau, die sich selbst als lesbischer DJ bezeichnet. Jede Person sieht komplett entmenschlicht aus, mit wenigen eindeutigen Eigenschaften einer männlichen oder weiblichen Person. Die Länder fahren mit den Schiffen ein und es werden auf penetrante Art diese unheimlichen Männer mit Brüsten und Kleidern gezeigt. Danach singt Philippe Catherine seinen Song mit dem Titel Nackt, passend dazu in einem beinahe nackten Zustand. Darstellen soll er laut dem Regisseur Dionysos, Gott des Weines, der Freude, der Trauben sowie der Ekstase und des Wahnsinns, was auch schon fragwürdig ist. Doch niemand erwähnt die Ähnlichkeit zur oft verwendeten Darstellung von Adam. Abgesehen davon, wie richtig diese Darstellung ist. Der Songtext und die gleichzeitige Ähnlichkeit zu einem Affen ist nicht zu ignorieren. Zwischendurch wird das Wort Obscurité eingeblendet, was Finsternis oder Dunkelheit bedeutet. Was eine fröhliche Eröffnungsfeier. Doch das Unheimlichste an dieser Szene ist doch, dass hier zwischen diesen teuflischen Menschen sich ein Kind befindet. Dazu soll sich jeder seinen Teil selbst denken. Unheimlich satanisch oder nur Zufall? Danach wurde es noch interessanter. Als nächstes galoppiert nämlich ein Reiter durch das nächtliche Paris, um die olympische Flagge überzubringen. Die skelettartige und robotische Erscheinung des Pferdes sowie die düstere Begleitmusik lösten gemischte Gefühle bei den Zuschauern und Kommentatoren aus. Was soll denn an dieser Thematik so düster sein? Viele glauben hierbei eine Anspielung auf eine schreckliche Thematik aus der Bibel gesehen zu haben. Die Inszenierung des 4. apokalyptischen Reiters. Laut der Bibel kündigen die sogenannten 4 apokalyptischen Reiter den Weltuntergang an. Jeder Reiter steht für etwas anderes. Der 4. Reiter wird oft als gespenstische und schreckliche Gestalt dargestellt und reitet auf einem dürren Pferd. Wir haben hier ein dürres und zusätzlich robotisch designtes Pferd, Zeitalter der enormen Digitalisierung und künstlichen Intelligenz. Unheimlich ist die Interpretation dahinter, falls wirklich der 4. apokalyptische Reiter dargestellt wurde. Denn seine Ankunft bringt Seuchen, Hunger, Krieg und Tod. Was wollte man mit dieser Show bezwecken? Ein weiterer Grund, warum man glaubt, dass es hier tatsächlich auch um Satanismus geht, ist die goldene Statue, die zu sehen war. Viele glauben hier eine Anspielung auf das goldene Kalb aus der Geschichte von Moses gesehen zu haben. Dass diese Statue schon länger dort steht, tut nur teilweise etwas zur Sache. Im Endeffekt wurde es bewusst mit in die Feier genommen. Moses war auf dem Berg der Sinai gestiegen, um die 10 Gebote von Gott zu empfangen. Während seiner Abwesenheit wurden die Israeliten ungeduldig und baten ihnen, einen Gott zu machen, den sie anbeten können. Sammelte das Gold, das die Israeliten besaßen, und schmolz es ein, um daraus ein Kalb zu formen. Das goldene Kalb diente den Israeliten als Götzenbild, der sie aus Ägypten herausgeführt habe. Das goldene Kalb symbolisiert somit die Abwendung von Gott und die Hinwendung zu Götzen. Mehrere Dutzend kopflose Marie Antoinettes als Anspielung auf die Geschichte Frankreichs. In allen Fenstern des Gebäudes hält sie ihren abgetrennten Kopf in der Hand. Ihr Blut spritzt durch die Gegend. Weltweit wurde es kritisiert, mitunter prominente Persönlichkeiten. Ungarns Ministerpräsident bezeichnete es als Veranschaulichung des moralischen Verfalls des Westens.
In dem von mittlerweile über 30 Bischöfen unterzeichneten Brief erklären die katholischen Prälaten: Es ist schwer zu verstehen, wie der Glaube von mehr als 2 Milliarden Menschen so leichtfertig und absichtlich verunglimpft werden kann. Ignoriert man alle tiefsinnigen Symbole, bleibt der Show immer noch der nackte, bösartige Stil. Aber es wäre doch naiv, die tiefsinnigen Elemente auszublenden. Wenn man eine solch gigantische Feier für die ganze Welt vorbereitet, denkt man an jedes Detail. Und wie wurde die Flagge hochgezogen? Die 3 Ringe müssen oben sein, statt unten. Die Umkehrung von moralischen, ethischen und biologischen Normen. Das Ausradieren von bestimmten Grenzen. Bestimmung neuer Grenzen. Hier muss einiges hinterfragt werden. Der ständige Versuch, insgeheim originale religiöse Werte zu zerstören. Eine Regenbogen-Kaaba steht für die Freiheit, alles, also selbst die Religion, so ausleben zu können, wie man es möchte. Aber es zerstört die richtigen Regeln des Islam. Toleranz kannst du zelebrieren, doch wenn du es auf Kosten anderer Werte zelebrierst, wird es zur Intoleranz. Die Freiheit der LGBT-Anhänger stößt an die Grenze unserer Freiheit. Seit wann setzt sich unsere Welt für eine solch kleine Gruppe von Menschen in diesem Ausmaß ein? Die Anhänger werden mehr geschaffen als zusammengebracht. Schaut euch diese Bilder an und stellt euch vor, wie ihr mit euren Kindern die Eröffnungsfeier einer Sportveranstaltung schaut. Was macht das mit der zukünftigen Generation? Doch wenn die ganzen Symbole richtig interpretiert werden, ist es weitaus mehr als nur eine penetrante LGBT-Werbung. Es ist ein Angriff gegen unseren Glauben an einen Gott. Es ist die Normalisierung von fraglichen und bösen Trends. Und da muss sich jeder fragen, wer und warum.